Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, Palmsonntag feiern wir. Wir hören von Jesu Einzug in Jerusalem und von Begegnungen. Menschen begegnen Jesus und er erfährt Zuspruch, dass er auch zu uns kommt, uns begegnet, uns anrührt, uns segnet, unser Herr und Heiland. Das erbitten wir in unserem Leben, gerade da, wo wir jetzt sind. Willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Ich bete. Jesus Christus, König und Herr, auf einem Esel ziehst du bei uns ein, umjubelt und verspottet, gefeiert und verstoßen, gehst du den Weg des Lebens. Hilf uns, deinen Weg zu verstehen, deinen Frieden zu spüren und deine Herrlichkeit zu schauen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Unser Predigtext heute ist Matthäus 21, Vers 1 bis 10. Als sie in der Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage am Ölberg, schickte Jesus 2 Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr einen Eselin angebunden finden und eine Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwa zu euch sagen, dann antworte einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Sagt die Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Die beiden machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen. Dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und er setzte sich auf das Fohlen. Sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die Jesus folgten, riefen, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Der Herr segne unser Reden und Hören durch seinen Heiligen Geist. Amen. Ich möchte mich vorstellen, für die nicht kennen, Nick Gillard, ich komme aus Australien. Sie würden wundern vielleicht über meinen Akzent, ein bisschen englischsprachiger Akzent. Aber meine Frau kommt aus Memmingen und wir sind jetzt zu Hause hier in der Frauenkirche. Wir waren in Afrika zusammen 10 Jahre lang, 6 Jahre in der Elfenbeinküste, 4 Jahre in Senegal mit WEC, International Mission. Und da in Afrika haben die Menschen schon den Palmsonntag gefeiert mit echten Palmen, von den Ästen von den Palmen runtergeschnitten und durch die Straße marschiert. Das können wir nicht in Memmingen machen, aber Jesus ist das Gleiche. In unserem Predigtext hören wir von geschäftliches Treiben in Jerusalem. Die Stadt ist viel voller als sonst. Zigtausende sind unterwegs. Aus allen Himmelsrichtungen kommen sie zum großen Fest, den Passa. Nur noch wenige Tage bis zum Beginn. Und dann taucht am Horizont des Ölbergs gegenüber der Stadt auf einmal ein ganz besonderes Grüppchen auf. Einer sitzt auf einem Eselchen. Die Volksmenge erkennt ihn. Jesus, der Blinde geheilt hat, der beeindruckende Rede gehalten hat und kranke Menschen wieder gesund gemacht hat. Wie ein Leuchtfeuer verbreitet es sich in der Menge, dass dieser Jesus von Nazareth
nach Jerusalem zum Fest komme. Als frommer Jude wollte er den religiösen Höhepunkt des Jahres mit seinen Jungen in der heiligen Stadt feiern und mit ihnen zusammen den Tempel besuchen. Einige waren misstrauisch in der Menge. Er hat ihnen eine neue Botschaft gebracht, Worte, die sie nie zuvor gehört hatten. War er einer der Typen, die publikumssüchtig ist, der eine große Menge Leute zu sich ruft, der sich selbst aufdrängen mit reißerischen Botschaften und bei denen doch nichts dahinter steckt? Aber sie wussten auch um die vielen guten Taten, die er getan hat, wie er die Armen unterstützt hat, sich mit Menschen eingelassen, die in der Gesellschaft verachtet oder vernachlässigt wurden. All das war in Galiläa geschehen, in der Provinz, draußen auf dem Land. Und jetzt hier in der Metropole, im Zentrum, in der Hauptstadt. Die Menge beginnt ihm zuzujubeln. Vielleicht ist er ja doch mehr als nur ein großer Redner. Vielleicht ist er doch mehr als ein Wundertäter. Vielleicht ist er ja der Messias, der Retter, der dem geknechteten Volk hilft, es von der Last der römischen Oberherrschaft zu befreien. Vielleicht ist er ja wirklich der, den sie so lange ersehnt, für dessen Kommen sie so oft gebetet und auf dessen Erscheinen sie ihren ganzen religiösen Erwartungen konzentriert hatten. So erweist man ihm jetzt, als er sich der Stadt nähert, eine Ehre, wie man sie damals sonst nur einem König erwies, einen umjubelten Einzug mit allem Drum und Dran. Man jubelt, singt Freudengesange, begleitet von Hosianna. Ein alter hebräischer Ruf, der ursprünglich ein Hilf doch Herr, das aber als Ruf der Freude und Jubels verstanden würde. Und man nennt Jesus den Davids Sohn, der Messias, der auf dem Esel in den heiligen Stadt einzieht. Da kommt nicht der große Kämpfer wie David, da kommt nicht der mächtige Herrscher wie Salomo, da kommt der Freund, der Sanftmütige, der Friedliche, der Gewaltlose, der von dem schon die Bibel sagt, dass er die Kriegswagen und Waffen abschaffen wird und den Völkern Frieden bringen, der Friedefürst. Die Menge wollten ihn zu König machen, eine Krone auf seinen Haupt setzen und wieder eine freie Nation sein. Die wollten ein Königreich von dieser Erde. Das wollten sie, dass er kommt, die Römer zu vertreiben. Aber sein Königreich ist nicht von dieser Erde. Was für eine Woche, diese heilige Woche. Dort in Jerusalem hat die Stadt gebebt, als er kam. Dort ist er auf dem Esel in der Stadt hineingeritten und direkt in den Tempel gegangen. Er hat im Tempel erstmal kräftig ausgemistet, alles rausgeworfen, was der Anbetung seines himmlischen Vaters entgegengestanden ist. Er hat im Tempel Lahme wieder aufgerichtet und Blinde sehend gemacht. Viele Erwachsene haben sich im Tempel kritisch von ihm abgewandt. Aber es waren extra die Kinder positiv erwähnt, die ihm auch ein Hosianna rufen. Ja, er ist da. Damals ist er gekommen als der Messias, aber anders als viele sich gewünscht haben. Eine Art König, ganz anders, als sich ihn viel gewünscht oder vorgestellt hatten. Dessen Thron wird das Kreuz sein und seine Krone wird als Dornenkrone auf sein Haupt gesetzt. Jesus wird den Weg durch Leiden und Sterben
durch Peitschehiebe, Demütigungen, stachelige Dornen bis zum Tod am Kreuz gehen. Hosianne bedeutet ursprünglich, rette uns jetzt. Vielleicht meinten die Leute damit, rette uns von dem römischen Unterdrücken. Sie haben gerufen, rette uns jetzt, aber sie hatten keine Ahnung, wie Jesus sie retten würde. Aber wir wissen es. Ich verrate keine Geheimnisse, wenn ich sage, was nächsten Freitag ist. Am Karfreitag wird gefeiert, dass Jesus für uns gestorben ist, um uns zu retten. Paulus beschreibt die Menschenwerdung Jesu in Philipper 2, 6-8. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Nur einer, der mehr wert als alle sündigen Menschen aller Zeiten, könnte für die Sünden stellvertretend sterben. Dieser eine war allein und könnte nur sein, Jesus, der Sohn Gottes, der selbst König und Herr ist. Und so entäußerte sich Jesus nicht nur seiner Gottheit und kam in diese Welt. Er legte nicht nur seine Königskrone ab, sondern ließ sich statt der Königskrone die Dornenkrone aufs Haupt drücken. Wie es im Markus-Evangelium 15, 16 und 17 beschrieben wird, die Soldaten flockten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann nahmen sie Haltung an und höhnten, sei gegrüßt, König der Juden. Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf und spuckten ihn an. Dornen sind ein Gewächs, das durch den Fluch Gottes wegen der Sünde in der Welt kam. Welche körperliche Qualen hat ihm allein die Krönung mit der Dornenkrone bereitet? Aber wie viel mehr muss ihn das geschmerzt haben, dass wir Menschen, die ihn als König ehren sollten, ihn verhöhnen. Und so hängt am Kreuz der Retter für unsere Schuld. Und dennoch ist es auch der König der Könige, der dort für uns stirbt und alle Sünden für allemal getilgt hat. Und niemand könnte verhindern, dass trotz allem Frevel an dem Kreuz geschrieben steht, Jesus, König der Juden. Mit der Dornenkrone, der Krone der Demütigung und Verachtung gekrönt. Und dennoch ein König, nicht nur der Juden, sondern der Weltenkönig. Und so gehören die beiden Kronen untrennbar zusammen. Die Königskrone für den Sieger von Golgatha, die Macht und Ehre Jesus symbolisiert. Und die Dornenkrone, die an Jesu und Gottes Liebe und Demut erinnert. Und letztlich, ich verrate keine Geheimnis, wenn ich sage, was nächsten Sonntag ist. Wir feiern Jesus, den König aller Könige, der Herr aller Herren, der Sieger über alles, über Tod, Hölle und Teufel. Dass er wirklich Herr über alle Mächte ist, das hat er am Ostermorgen durch seine Auferstehung bewiesen. Weil er bereit war, die Dornenkrone zu tragen, hat Gott ihn gekrönt, wie kein Herrscher sonst gekrönt ist. Und jetzt, durch ihn, durch Jesus, kann Gott der Vater uns, seine Geschöpfe, wieder zu Gottes Kinder machen, zu Königskinder. Halleluja. Wenn er bis zur letzten Konsequenz, bis zum Tode, sich mit uns identifizierte und für uns eintrat, dann sind wir durch ihn viel wert.
Aber wir müssen uns ganz klar darüber sein, dass das alles wirklich nur durch Jesus zu erlangen ist. Das heißt, diese Erlösung trifft nicht automatisch alle Menschen, sondern man kann es nur in Anspruch nehmen, wenn man Jesus in seinem persönlichen Leben wirklich Herr und König sein lässt. Deshalb müssen wir unsere Sünden zu Jesus bekennen. Wir haben ein neues Leben, das von nun an unter der Herrschaft Jesu, aber auch unter seinem Schutz und seiner Leitung steht. Wir wollen ihm folgen. Weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat, geben wir ihm unser Leben. Wir stehen hinter unseren Missionare, sodass Jesus als König neue Menschen für sein Reich gewinnen kann. Nicht als Krieger, sondern durch seine Liebe und Barmherzigkeit. Der Sanftmütige, der Frieden in unser Herzen bringt. Der Erlöser, der liebt mit sein ganzes Leben. Wir haben Philipper 2, 6-8 gelesen. Paulus schreibt weiter, darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesu wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allem, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird erkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Ich fasse kurz zusammen. Jesus begegnet uns in der Osterwoche in dreifacher Form. Zuerst ist er der König für das Volk, der Retter mit hohen und auch falschen Ansprüchen und Erwartungen begrüßt wird. Dann, an Karfreitag, erweist er sich mit der Dornenkrone versehen als der Erlöser, der für uns eintritt und unsere Sünden auf sich nimmt. Und am Ostermorgen ist er der strahlende König, der den Tod besiegt hat. Er soll König in unser Leben sein, für immer und ewig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir machen jetzt Fürbitte und schließen mit dem Vater unser ab. Ja, himmlischer Vater, wir kommen vor dir im Gebet. Wir denken an die Menschen in dieser Zeit, die so viel Unruhe und Krisen hervorbringt. Wir beten für Menschen, die so einsam fühlen. Lass sie deine Gegenwart spüren. Wir beten, dass in dieser Zeit, wo so viel Alarm gelegt wird, dass Menschen in dein Wort suchen, in der Bibel, im Internet, auch der christlichen Musik, dass sie dich erleben und entdecken, dass es eine Zeit wird, wo die Hektik des Lebens weichen kann und Menschen sich auf ihre Seele konzentrieren können. Ja, Herr, wir beten, dass du Gnaden schenkst, dass du Glauben schenkst und Seelen rettest in dieser Zeit. Wir müssen alle erkennen, materielle Dinge können uns nicht glücklich machen. Die können uns nicht die Ewigkeit öffnen. Aber du bist gestorben, um uns diese Ewigkeit zu öffnen, Herr Jesus. Und so beten wir, dass Menschen dich in ihren Herzen als Herr und Erlöser annehmen. Segne unsere Gemeinde, unsere Stadt, unsere Nachbarn und unsere Freunde und Verwandten. Und wir beten für unsere Missionare. Ja, himmlischer Vater, segne Familie Gramsch in Siegen und überall in Deutschland, wo sie diese Arbeit für Familien, Family Life machen. Hilfe, dass Ehepaare zusammenkommen und eine neue Liebe entdecken. Hilfe, dass die Familien, Kinder, Eltern
nahe kommen und einander Gutes tun, dass ein guter Ton und alles besser wird, ja, durch Versöhnung und durch Gerechtigkeit. Und schenke auch, dass wir wieder an der Gottesdienste, Kinderarbeit und andere Werke bald wieder aufnehmen können. Ja, danke Herr für die Arbeit von Transworld Radio, für Peter Fuss und Raquel in Zypern. Hilfe, dass die technische Arbeit gut funktioniert und dass über Radio und Internet, über Handys und Satellit, dass viele Menschen auch in den geschlossenen Ländern dein Evangelium hören und diese frohe Botschaft in ihre Herzen nehmen. Du bist der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und du suchst die Verlorenen und bringst sie heim. Danke für deine Gnade und deine Liebe. Wir beten in deinem Namen Jesu. Amen. Und alle anderen Anliegen, die uns im Herzen, dass wir im Herzen mit uns tragen, schließen wir zusammen in den Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin in diese neue Woche, die heilige Woche, mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden in Jesu Namen. Amen.